Can you see that the word even comes from that? See, R-A-V, R-A-V. It comes forth from that. Das Wort sogar im Englischen wie auch im Deutschen kommt aus diesem Wortstamm hervor. Das sieht man sogar bei uns noch. Now, this is another beautiful picture of the difference between the firstborn of God and the firstborn of man. Das ist wieder ein großes Bild von dem Erstgeborenen Gottes und von dem Erstgeborenen des Menschen. Because as soon as Noah and his family come off the ark, Weil in dem Moment, wo Noah und seine Familie von der Arche runterkommen, God is going to teach them to these two birds the difference between the firstborn of man and the firstborn of God. zeigt Gott ihnen das Beispiel, den Unterschied vom Erstgeborenen Gottes und dem Erstgeborenen der Menschen. So he sends the first bird out, and the bird wanders to and fro on the earth. Remember, I told you to remember the word wandering. Und der Vogel, er sagt, er soll den Vogel ausfliegen lassen und er fliegt hin und her und ist heimatlos, kann sich nirgends niederlassen, hat so diesen Wanderergeist. And it doesn't return unto them. Und es kommt nicht zurück zu ihnen. But he sends out the second bird, Er schickt aber den zweiten Vogel los, a dove. eine Taube. And you remember what the dove returned with? Und ihr wisst, womit die Taube zurückgekehrt ist? The fruit, Mit the der olive leaf, the Frucht, fruit in its mouth. mit dem Olivenhalm in seinem Maul. So the first bird Der erste Vogel, stellvertretend für den ersten Sohn, wanders to and fro and doesn't come back. hat diesen Wandergeist des Heimatloses immer auf der Tour und findet nichts, wo er sich niederlassen kann. The second one produces the fruit. Der kehrt aber nicht zurück und der zweite bringt die Frucht hervor. Another beautiful picture of the difference between the firstborn of God and the firstborn of man. Ein weiteres schönes Bild von der Erstgeburt unseres Gottes und der Erstgeburt des Menschen. The Bible tells us in Psalm 103:12 In Psalm 103, Vers 12 heißt es dann, that as far as the east is from the west, Mema'arav, so far as he removed our transgressions from us. soweit der Osten vom Westen ist, bei uns ist mit Morgen und Abend übersetzt, soweit der Osten vom Westen ist, da ist wieder dieses Wort Araf drin, lässt er unsere Übertretungen, unsere Sünden von uns sein. So the word west here is translated as Arav here. Und im eigentlichen Text ist Westen dann wieder mit Araf übersetzt. That's because the sun sinks in the west. Und auf Morgen und Sun- Abend kommen wir dann mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. It's the time when the evening begins when the sun goes down in the west. So, und da haben wir dann diese Geschichte, wo die Sonne wieder untergeht und der Abend kommt. But the word for east in the Hebrew is the same word for ancient or old paths. Und Osten im Hebräischen, das gleiche Wort ist der Weg von alters her, so der immer schon gegangen wurde, das Überlieferte. Particularly in the book of Isaiah and Jeremiah, we are told that we are to return to the ancient ways. Und ganz besonders in Jeremia und Jesaja wird uns immer wieder gesagt, wir werden eingeladen, zurückzukehren auf diesen alten Wegen. East is a good word. It's the place where God's Torah is sent out from. Und da ist Osten dann stellvertretend für einen guten Ort, das ist, wo die Tora herkommt, das Gesetz Gottes. East is not necessarily a direction in Hebrew, it means the old ways. Im Hebräischen ist Osten nicht unbedingt eine Himmelsrichtung, sondern es bedeutet die Wege von alters her. In Micah 5:2, the Messiah is called the Ancient of Days, the Ancient One. In Micah 2 heißt es dann, der von alters her war. Da geht es dann um Gott. But in Israel, when a son would leave his family and go out and do his own thing, he would go to the west. Und wenn ein junger Mann aber auszog, seine Familie verlassen hat, um seinen eigenen Wegen zu folgen, dann hieß es, er zieht in den Westen. Remember the parable of the prodigal son? He wanders away from his house to do his own thing. So dieser Sohn, der verlorene Sohn, der sein Zuhause verlässt, um seinen Wegen zu folgen. And when you would depart from Israel, you would go over the Mediterranean Sea and go into Rome and Greece and the islands. Und wenn du dann Israel verlässt, gehst du über die See nach Rom, nach Griechenland und auf die Inseln. So going to the west is a picture of going to where the multitudes are. Und in den Westen zu ziehen, ist dementsprechend ein Bild dafür, dahin zu gehen, wo die Nationen oder die Mengen sind. Yes, toward the other tree. Zum anderen Baum hin. In Daniel chapter 2, Daniel Kapitel 2. remember Nebuchadnezzar's image. Ihr erinnert euch an dieses Standbild vom Nebukadnezar. This word shows up 4 times in this prophecy. Das Bild wird 4-mal gezeigt in dieser Prophetie. Iron mixed with clay. Das eine ist, wo das Eisen vermischt ist mit dem Ton für die Füße. Iron mixed with clay again. Dann haben wir wieder Eisen, was vermischt ist mit Ton. His people shall mingle themselves with the seed of men, Und auch ihr Volk wird sich vermischen mit dem Samen des Menschen. and iron mixed with clay once again. Und dann wieder Eisen vermischt mit Ton.
So the prophecies in Isaiah and Jeremiah and Zechariah and Daniel, Die Prophetien von Daniel, von Hesekiel, von Daniel and Hosea, Hosea, are all about his people being scattered throughout all the nations. da ging es immer um das Volk Gottes, was verstreut war unter die Nationen. And they will marry people that are outside of their faith. Und die haben dann Menschen geheiratet, die außerhalb ihres Glaubens standen. They will mix among the nations of the Gentiles. Sie haben sich vermischt mit den heidnischen Völkern. They will mix with them. Sie haben sich vermischt mit denen. They will mix the religious systems of the gods of the Gentiles with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Und sie haben dann auch die Götzen der Heiden vermischt mit der Gottheit von Israel. The writings of the prophets teach us that when the Messiah comes, he will gather them from the nations once again. Und von dem Messias heißt es aber, wenn der Messias kommt, er wird sie wieder zusammensammeln, aus den Nationen zurückholen. But who are they and where are they? They've mixed with all the nations. Aber wer sind sie und wo sind sie? Sie sind völlig vermischt mit den Völkern. So the gospel or the commission is to go and preach to all the whosoevers of the world. Also ist das Evangelium die Botschaft zu allen Menschen der Erde, überall zu predigen. Because we don't know who is or who isn't. Weil wir wissen nicht, wer drin ist oder wer nicht drin ist. Only he knows. Nur er weiß das. So we preach the good news to all who will hear. Also predigen wir die gute Botschaft für alle, die es hören wollen. And they will come out or they will not. Und sie werden herauskommen oder eben nicht. And the prophecy is that the lost sheep of the house of Israel will come out from among them. Und die Prophetie besagt aber, dass die verlorenen Schafe Israels aus ihrer Mitte herauskommen werden. And when his lost sheep come out from among the nations, Und wenn seine verlorenen Schafe zurückkehren aus den Völkern heraus, the prophets prophesy that multitudes of Gentiles will join themselves with them. dann heißt es, dass große Mengen der Heidenvölker mit ihnen mitkommen werden. And they will all be one tree or stick in his hand. Und dann werden sie alle ein Baum oder ein Stab in seiner Hand sein. That's called the new covenant. Und das wird der neue Bund genannt. The new covenant is not fulfilled yet Der neue Bund ist noch nicht erfüllt, because God is still gathering hearts first. weil Gott noch immer Herzen zusammensammelt. Then he restores our minds. Dann wird er unseren Verstand, unser Denksinn wiederherstellen. Once he's restored our hearts, Und wenn er unsere Herzen wiederhergestellt hat then he's restored our minds. und er unseren Verstand zurechtgebracht hat, One day soon he'll say two simple little words. eines Tages in ziemlich naher Zukunft wird er zwei einfache Worte sagen. Come home. Komm nach Hause. Come Komm heim. home. Komm heim.